So, ja, was machen wir heute? Heute geht es um Bildbearbeitung in Darktable. Zum Glück haben sie es nicht Darkroom genannt. Egal. Habt ihr schon mal gefragt, warum sehen meine Fotos eigentlich so scheiße aus? Und ihr wolltet gerade auf Löschen drücken? Nein, bloß nicht. Ich zeige euch heute was. Wir kommen von dort und gehen dahin. Wie wir das machen, zeige ich euch. Bleibt dran. Ja, hallo zusammen. So, wo sind wir hier? Wir sind hier in Darktable. Darktable ist ein kostenloses Programm, Open Source, kann sich also jeder runterladen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe damit eigentlich so gut wie noch nie was gemacht. Das wird sich jetzt aber ändern und ich werde euch jetzt ein bisschen was zeigen. Falls sich einige fragen werden, wenn ich irgendwelche Regler bediene, wieso macht er das denn jetzt? Verzeiht mir. Wie gesagt, ich muss mir das Programm erst noch richtig anschauen. Aber was ich euch heute zeigen werde, ist schon mal ein super Resultat, womit ihr auch arbeiten könnt. Ich habe hier ein Foto gemacht in Krefeld von einem Kormoran. Das ist ein JPEG out of Kamera. Also kein RAW. Ich hatte ein RAW davon gehabt, aber habe ich wieder gelöscht. Brauche ich nicht. Ich zeige euch, wie man mit einem ganz normalen JPEG, mit einem typischen Touristenfoto, ja, so ein Schnappschuss, wie man daraus ein richtig geiles Bild machen kann. Man sieht in den Ecken leichte Vignettierungen. Das kommt daher, dass ich mit 105 mm fotografiert habe und noch einen Filter drauf hatte. Also das Maximum, was mit meinem Objektiv ging, habe ich auch genommen. Egal, sofort nach dem Auslösen war der Vogel weg. Also Glück gehabt. So, erster Schritt, den wir machen werden, beziehungsweise den ich immer mache und ihr könnt euch daran auch orientieren. Ich fange an mit der Perspektivkorrektur. Man sieht ja hier, der Pfahl ist schief und den setzen wir jetzt gerade. Dazu gehen wir auf die Korrekturgruppe und auf Perspektivkorrektur. So, jetzt können wir hier einiges einstellen, ein bisschen an den Regler drehen. Es gibt aber auch automatisch anpassen. Einmal vertikal und einmal horizontal. Ja, vertikal wären jetzt zum Beispiel die Linien hier von dem Pfahl und horizontal wären hier das Ufer oder was auch immer zu sehen ist, Straßen. Ich nehme jetzt vertikal, klicke einmal drauf und schon seht ihr, dass das Programm das Bild richtig ausrichtet. Und zwar an allen vertikalen Linien, das sind hier die grünen. Perfekt. Nochmal draufgeklickt und wir sehen das Original, wir sehen das Bild, wie es fertig bearbeitet ist. So, jetzt werden wir das Ganze noch zuschneiden. Wenn jetzt hier die Schiffe nicht wären und die Häuser, dann könnte man den Vogel eigentlich auch schon so stehen lassen. Aber die Häuser hier, die Gebäude, lenken sehr vom Bild ab und auch das Schiff. Deswegen werden wir uns den Vogel jetzt mal zurechtschneiden. Dazu gehen wir auf die Basisgruppe, auf Zuschneiden und Drehen. Ich habe mir hier schon das Raster einblenden lassen und zwar hier Hilfslinien, die Drittelregel. Die lasse ich mir einblenden. Format frei. Automatisch zuschneiden mache ich Nein, weil ich selber machen will. Und dann ziehe ich einfach die Ränder so, wie ich sie brauche. Und zwar erstmal wichtig, das Schiff muss weg. So. Das Haus muss weg. Und der Vogel kommt. So. Lassen wir es mal so. Wieder draufklicken. Fertig. Also, das sind jetzt erstmal die zwei wichtigsten Schritte am Anfang, so wie ich das immer mache. Zuerst die Perspektivkorrektur, dann das Bild zurechtschneiden. Man kann es auch andersrum machen. Zuerst zurechtschneiden, dann die Korrektur der Perspektive. Wie auch immer. Aber so sehe ich auf jeden Fall schon mal, wie es fertig aussehen könnte. Okay, was machen wir als nächstes? Auf jeden Fall möchte ich diesen Pfahl hier von den Farben her etwas sättigen. Ich hätte gerne hier dieses rot-braune, orangene, diese Rostfarbe, die hätte ich gerne etwas mehr gesättigt. Sowie den Kontrast erhöht etwas, also das Schwarz rausgeholt. Dazu fange ich wieder an in der Basisgruppe und gehe auf Schatten und Spitzlichter und setze die Schatten etwas
hoch, also den Schatten was niedriger, dass es etwas heller hier wird. Jetzt gehe ich auf grundlegende Anpassungen und werde den Schwarzwert erhöhen. Jetzt seht ihr, dass es wieder etwas dunkler wird, etwas kräftiger, das war zu viel. So, als nächstes gehen wir auf die Farbgruppe, gehen auf Farbkorrektur und setzen die Sättigung etwas hoch. Jetzt seht ihr, dass der Pfahl hier schon etwas kräftiger geworden ist von den Farben. Wir könnten auch beim Farbkontrast Blau-Gelb etwas erhöhen. Dann wird er noch etwas kräftiger in Blau-Gelb-Farben. Also in Kontrastfarben. So Farbkontrast bedeutet, Blau und Gelb liegen im Farbkreis gegenüber. Genauso wie Grün, Magenta. Das ist quasi dann also die Komplementärfarbe bzw. der Kontrast eben. Okay, so das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Was jetzt noch auffällt ist, der Himmel ist sehr trist. Was wir da jetzt machen können, ist ein Verlaufsfilter. Und zwar gehen wir auf die Korrekturgruppe. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen auf die Effektgruppe. Verlaufsfilter. So, wenn ich da draufklicke, wird gleich hier so eine Linie eingeblendet. Jetzt nehme ich diese Linie und lege sie mir oben in den Himmel. Und ihr seht jetzt schon, mit dem Grau passiert etwas. Ja, der Verlaufsfilter arbeitet von oben nach unten. Wenn ich es andersrum haben möchte, müsste ich diese Linie einmal rumdrehen. So, ich suche mir jetzt einen Farbton aus, zum Beispiel Rot-Orange, setze die Sättigung hoch und ihr seht, es gibt schon den ersten Verlauf und das sieht so ein bisschen aus wie ja, beim Sonnenuntergang. Sieht toll aus. Ich nehme jetzt aber mal Blau. Suche also den Farbton aus, nehme mir die Sättigung zur Hand. An der Dichte ändere ich erstmal nichts, denn je dichter ich gehe, desto beschissener sieht es aus. Logisch. Nicht mehr wie ein Verlauf. Die Härte ist ebenfalls zum Einstellen des Verlaufsfilters. Ihr seht, wenn ich jetzt die Härte erhöhe, wird er kleiner, also schmaler, der Verlaufsfilter. Hier oben wird er jetzt härter und er zieht sich nach oben zusammen. Wollen wir auch nicht, wir wollen, dass er so weit wie möglich verläuft. So, wir könnten das Ganze jetzt noch drehen, kippen, ja, dass er eben, ich zeige euch mal, eine Ecke anklicken. Wir könnten so legen, dass der Verlaufsfilter eben von der Diagonalen runterläuft, aber ich hätte es natürlich gern gerade. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an ohne den Strich und das Bild sieht doch geil aus. Mal ganz ehrlich. Wer hätte das gedacht, dass das aus so einem langweiligen Touristenfoto so ein geiles Stimmungsbild wird? Wenn wir uns den Verlauf jetzt mal anschauen, was wir gemacht haben. Wir haben hier angefangen mit der Perspektivkorrektur. Wenn ich draufklicke, seht ihr, wie es am Anfang war. Ja, wir machen mal auf Original. Wir machen erstmal ganz kurz Originalfoto. Und wie es jetzt aussieht. Nochmal Originalfoto. Langweilig, trist. Überhaupt nicht schön, keine schönen Farben. Und nach 18 Schritten sieht das Bild so aus. Genial. Also, wir fassen zusammen. Perspektivkorrektur, zuschneiden und drehen. Hat er jetzt zweimal gemacht, ist egal. Schatten- und Spitzlichter haben wir eingestellt. Da nochmal. Grundlegende Anpassungen. Farbkontrast, Farbbalance, Farbkorrektur nochmal, Farbkontrast, Verlaufsfilter. Also sobald ihr etwas ändert, wenn ich jetzt nochmal die Spitzlichter anfasse in den Regler und ändere den, legt ihr nochmal einen Punkt im Verlauf an mit diesen Spitzlichtern und Schatten. Also es ist jetzt nicht, dass er das doppelt gemacht hat oder kopiert hat. Sobald ihr wieder etwas bewegt in dieser Kategorie, legt ihr es erneut an im Verlauf. Ihr könnt, wie gesagt, egal wo ihr seid, draufklicken und ihr seht dann die Veränderung. Schatten- und Spitzlichter, zum nächsten Punkt grundlegende Anpassungen und so weiter und so fort. Bis
bis zum 18. Punkt. Der Verlaufsfilter, den ganz zum Schluss gemacht haben. Und das Bild ist fertig. Ja. Das Teil sieht auch hier oben schon geil aus in so einer kleinen Vorschau. Das ist also, sieht irgendwie nicht aus wie eine Fotografie, mal ganz ehrlich. Jetzt, seid doch mal ehrlich. Das sieht doch geil aus, oder? Ich muss noch original. Bearbeitet. Der Hammer. Einfach der Hammer. Also, Video auf Pause machen, euch die Verlaufsliste anschauen, abschreiben, dann wisst ihr, wo ihr anfangen müsst. Und ja, wie es weitergeht mit diesen Fotos, wie man die jetzt entwickelt und wie man das alles wieder rückgängig machen kann und so weiter und so fort, das können wir in dem nächsten Video besprechen. Hier ging es jetzt erstmal darum, wie wir aus einem langweiligen Touristenfoto, Schnappschuss, ein super geiles Vorzeigebild machen. Wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen. In die Kommentare schreiben, Like da lassen und ein Abo, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und tschüss.